Wow, das war echt unerwartet. Ja. Sehen wir uns mal wieder? Sehen ist schon okay, aber ich bin kein Wiederholungstäter, aus Prinzip. So habe ich das auch gar nicht gemeint. Also, das darf auch gar nicht wieder passieren. Soll ich dich nach Hause fahren? Danke, ich komme schon klar. Das war schön. Alles gut. Das ging. Scheiße, scheiße, scheiße. Andi, ich habe dich betrogen. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte, aber... Andi, wir müssen reden. Ich denke, es gibt eine Erklärung für mein Verhalten die letzte Zeit. Ich glaube, ich habe mich verliebt. Also in jemand anders. Oh, hey, da bist du hier wieder. Na, was machen die Kopfschmerzen? Hey, was ist denn passiert? Komm, setz dich doch erst mal. Bist du hingefallen? Ja, das ist jetzt nicht schlimm. Andi, wir müssen reden. Nein, nicht schlimm. Das sieht ja furchtbar aus. Du musst dich mal von einem Arzt checken lassen. Nein, nein, nein. Das ist wirklich nur eine Schramme. Ich muss dir was... Was ist das? Oh, du bist vorhin so schnell abgehauen. Naja, und das hier ist noch Teil der Überraschung. Neben der Woche Urlaub habe ich gedacht, koche ich für uns Paella nach einem Rezept von Ricardo. Aber... Ich weiß, ich und Kochen, ja. Ich habe aber Sascha vorhin gezwungen, das hier mal zu probieren. Der meint, das wäre super lecker. Naja, im Grunde soll das hier so eine Art Feier sein. Und vielleicht auch ein bisschen sowas wie ein Neustart. Wir haben jetzt endlich die Schulden von der Backe und du hast mir den Kuss mit Alexa verziehen. Ich weiß, ich sollte das auch nicht immer aufwärmen. Aber, na, wobei, vielleicht doch. Schatz, ich will, dass du weißt, dass ich dich niemals richtig betrügen könnte. Weil nee, das geht gar nicht. Andi, so ein Seitensprung. Das ist das Letzte, ich weiß. Und ich weiß auch, dass du dich in meiner Situation nicht auf den Kuss eingelassen hättest. Und deswegen schäme ich mich auch so. Hey, Bella, was ist denn? Du hast was? Ich weiß doch auch nicht, wie das passieren konnte. Normalerweise zieht man sich aus und dann... Mann, Bella, ich dachte, du willst dir Jo aus dem Kopf schlagen. Das wollte ich ja auch. Ich meine, deshalb bin ich joggen gegangen. Und dann mitten im Wald rennt er mir über den Weg und dann... Alles okay? Ich komm gleich. Okay. Ich kann mir schon denken, was dann passiert ist. Mann, ich bin so eine blöde Kuh. Das tut mir leid. Er war in letzter Zeit so liebevoll und verständnisvoll. Er war so glücklich, dass ich ihm diesen Kuss mit Alexa verziehen habe. Und ich meine, das war nur ein Kuss. Olli, was mache ich denn jetzt? Mann, Bella, ich kenne dich. Du bist keine Lügnerin. Du musst das Andi sagen, sonst erstickst du dran. Ich hab's doch versucht. Ich
schaff das einfach nicht. Andi hat's doch auch geschafft. Okay, du warst stinksauer und das zu Recht, aber da musst du jetzt eben auch durch. Das Problem ist einfach, ich weiß nicht, was ich will. Wenn nicht du, wer dann? Ja, vielleicht war es ja auch nur ein unbedeutender Ausrutscher. Ausrutscher. Klingt immer so nach. Huch, ist mir gerade mal passiert, Entschuldigung. Ich glaube nicht, dass Andi das genauso sehen wird. Super, du bist echt eine große Hilfe, Olli. Mann, Bella, Ja, ich weiß, du stehst auch auf Jo. Aber ich kann doch nichts dafür, dass euer Date geplatzt ist oder dass er eben nicht auf Typen steht. Danke, dass du mich noch mal dran erinnerst. Kommt ihr da eigentlich irgendwann mal raus? Moment noch. Wenn es ihm doch nicht nur ein Ausrutscher war. Ich meine, seit ich Jo gesehen habe, da geht er mir nicht mehr aus dem Kopf. Und ich meine, jetzt erst recht nicht. Bella, jetzt komm mal wieder auf den Teppich. Du tust so, als wäre das die große erste Liebe. Ja, vielleicht ist es das. Nein, das ist es nicht. Das ist Schwachsinn. Du hast einen Typ kennengelernt. Ihr wart einmal in der Kiste. Punkt. Ist doch kein Grund, gleich deine ganze Beziehung mit Andi in Frage zu stellen. Und wenn doch? Glaubst du wirklich, das wäre passiert, wenn zwischen uns noch alles normal liefe? Das weißt du doch gar nicht. Ach, Mann, eben. Ich muss das wirklich erst mal für mich sortiert kriegen. Also. Bitte sag Andi noch nichts, ja? Er ist mein Freund, der wird mich gleich löchern. Bitte. Sag mir mal jetzt jemand, was hier los ist? Wir ziehen uns jetzt um, dann drehen wir eine Runde und reden, ja? Andi. Na komm, Olli, erst mal Klartext. Bella, bitte später alles erklären. Nein, ich hab keinen Bock mehr auf diese Nummer. Ich will jetzt wissen, was mit Bella los ist. Das ist aber eine Sache, die ihr unter euch klären müsst. Deswegen schleppst du mich durch diesen Scheißwald? Du weißt doch, was los ist. Ich hab Bella versprochen, dass ich die Klappe halte. Sie erzählt dir später alles. Du sagst mir jetzt sofort, was los ist. Andi, bitte. Auch nicht bitte. Olli, ist sie vielleicht krank? Hat sie Krebs, so wie ihre Adoptivmutter? Quatsch. Die Schramme auf ihrer Stirn. Sie hat mir gesagt, sie wäre hingefallen. Ist das wirklich so oder gab es einen Unfall? Ist jemand verletzt? Es ist alles okay. Dann ist sie schwanger. Wir wollten damit noch warten, aber Bella ist nicht schwanger. sie war so aufgelöst, verletzt. Sie wollte gar nicht mit mir reden. Olli, hat sie vielleicht irgendwie einen Typ angegrapscht oder sogar vergewaltigt? Sie wollte sich nur hinlegen, zu sich kommen. Und später erzählt sie dir alles. Das hat sie mir versprochen. Es klingt mir alles, als ob sie... Es klingt mir so, als ob sie mir was beichten müsste. War sie mit dem anderen Typen in der Kiste? Andi, das ist jetzt nicht, wie du denkst. Deswegen war sie die ganze Zeit so schräg drauf. Sie hat einen anderen Kerl. Okay, wer ist das Schwein? Andi. Stress mit Bella? Sie hat einen anderen. Echt jetzt? Hat sie es dir gesagt oder wie? Nein, ich bin von selbst drauf gekommen. Und dann habe ich noch mal Olli gefragt. Der meinte, es ist nicht so, wie ich denke. Manchmal entladen sich Schwierigkeiten in der Beziehung eben in der Horizontalen. Wenn du weißt, was ich meine. Nee, was meinst du denn mit Horizont? Naja, man ist angefressen, sauer, springt mit jemandem in die Kiste. Ihr Kerle wisst doch, was ich meine. Ihr macht das doch andauernd. Ich nicht. Naja, und wenn, dann ist das schon ziemlich lange her. Ja, brauchst mich auch nicht so anzugucken. Ich hatte bis jetzt eine super funktionierende Beziehung und auf einmal ist alles am Arsch. Hüfte? Yeah. Locker. Das heißt, du glaubst mir? Vor allem weiß ich, dass du nicht solche Unterhosen trägst. Also,
Andi hat da diesen Wunsch, den ich ihm unglaublich gerne erfüllen würde. Aber dazu brauchen wir nun mal noch so eine attraktive dritte Person wie dich. Okay, ihr seid mir echt zu durchgeknallt, ja? Macht euren komischen Kram bitte ohne mich. Die sind wir erstmal los. Ja. Ihr könnt rauskommen. Wollen wir die auf Norwegen anstoßen? Ja! Du bist einfach der Beste. Ich weiß. Hauptsache, du vergisst das nicht in den nächsten 2 Monaten. Leni, machst du mir noch ein Alt? Nee, ich hab jetzt Feierabend. Lizenz und so, du weißt schon. Dann mach halt Feierabend und ich schließe hinter dir ab. Willst du wirklich den ganzen Abend hier alleine bleiben? Hast du einen besseren Vorschlag? Ich könnte dich mit zu mir nehmen. Und dann? Und dann erkläre ich dir das mit dem Horizont noch mal ein bisschen genauer. Vielleicht geht's dir morgen schon viel besser als heute. Ist das jetzt eine Anmache? Jetzt komm schon, wir kennen uns nicht erst seit gerade. Ja, aber deswegen muss man sich da nicht gleich näher kennenlernen. Alles kann, nichts muss. Bist du verliebt in mich oder so? Nein, ist das jetzt schlimm oder so? Aber du hast überlegt, mit mir nach Hause zu gehen, oder? Ja, vielleicht kurz einen Augenblick schon. Siehst du? Und es hätte nichts bedeutet. Und an deinen Gefühlen für Bella hätte es auch nichts geändert. Ihr Seitensprung ist scheiße. Es muss nicht gleich das Ende für euch bedeuten. Olli, weißt du, wie spät es ist? Ja, aber es ist dringend. Was? Andi weiß Bescheid. Aber du hast doch gesagt, dass du dicht hältst. Ja, das hab ich ja auch, aber er hat mich so lange gelöchert, bis ich nicht mehr weiter wusste und dann hat er es irgendwann selbst kapiert. Ja, wie? Und dann hast du einfach Ja gesagt? Nein, das habe ich natürlich nicht, aber ich habe nicht gerechnet, dass er mit sowas ankommt und dann habe ich vielleicht eine Sekunde zu lange gezögert und dann war es ihm klar. Es tut mir wirklich leid. Ist er drüben? Er ist die ganze Nacht nicht nach Hause gekommen. Mann, ich hätte mich nie auf Jo einlassen dürfen. Ich bin so eine dumme Kuh. Andi liebt dich und außerdem ist er ganz anders gestrickt als ich. Was soll das denn jetzt heißen? Ja, das soll heißen, dass er es vielleicht genauso locker sieht wie du, dass es nur Sex war und nicht zu bedeuten hatte. Mann, wenn ich ihm jetzt sage, dass das war alles nur bedeutungsloser Sex, dann lüge ich uns vielleicht beiden in die Tasche und... Mann, ich will Andi nicht verletzen. Das hat er einfach nicht verdient. Ich weiß, dass mir das hätte früher einfallen können, aber... Oh Mann, wir hätten jetzt richtig durchstarten können. Die Schulden sind weg und... Aber Ich bin einfach nicht glücklich mit Andi. Jedenfalls viel zu selten. dann hilft das alles nichts, dann musst du mit ihm reden. Und besser gleich. Was machst du schon so früh hier? Ich brauche einen Kaffee. Sieht ganz schön scheiße aus. Ja, danke. Zu lange gefeiert? Schön wär's. Ich bin ein bisschen rumgelaufen, das darf man ja wohl mal, oder? Stress mit Bella? Mach dir nichts draus. So schlimm wie bei Emilio und Kim kann's nicht sein. Stell dir vor, die Kleine ist mit Mertens im Bett gelandet. Nee. Drehen die jetzt alle völlig durch? Ja, viel schlimmer finde ich, dass die alle so blöd sind und sich erwischen lassen. Was soll denn das jetzt heißen? Na, was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Du glaubst doch jetzt nicht ernsthaft, dass es immer besser ist, wenn man einfach nichts weiß. Doch, wenn es nichts bedeutet hat, meine ich genau das. Aber das eine... Als du diese Janine und Alexa geknutscht hast, waren da irgendwelche Gefühle im Spiel? Nee, weißt du doch. Also, und trotzdem hattest du einen Haufen Stress. Warum den Frauen irgendetwas sagen, was ihnen wehtut? Ich muss zur Arbeit. Mach's gut.
muss mit dir reden. Können wir uns sehen? Bella. Hey. Ich kann verstehen, wenn du jetzt stinksauer bist. Auch tierisch verletzt. Mann, ich habe dir so viele Vorwürfe gemacht wegen Alexa und wegen Janine. Aber ich weiß erst jetzt, wie es ist, wenn man was sagen will, aber es einfach nicht gebacken bekommt. Das gestern, das... Nein, das will ich gar nicht wissen. Hör zu. Der Kuss mit Alexa und mir, das hatte nichts zu bedeuten. So wie bei dir gestern. Ich finde schon, wir sollten darüber reden. Nein, müssen wir nicht. Ist schon okay. Es ist okay? Ja. Ja, aber... Nein, bitte. Ich finde, ich habe Fehler gemacht. So wie du auch. Shit happens. Das Wichtigste ist doch, dass wir zusammen sind. So wie ich gestern gesagt habe. Lass uns doch einfach einen Cut machen und nochmal von vorne anfangen. Hör mal, wir waren beide total von der Rolle. Wegen den ganzen Schulden und so. Sowas kann einen auch nur fertig machen. Aber jetzt ist wieder alles in Ordnung. Und ich liebe dich. Ich, Wie schön, dass alles wieder in Ordnung ist.